Erst kürzlich habe ich einen Brief von Oliver mit dem Titel Das falsche Leben veröffentlicht. Und darauf kamen ganz viele Kommentare, unter anderem auch ein Bericht von Ed Waldbauer Schaumburg. Und ich habe Erlaubnis, diesen Bericht hier zu teilen und dazu ein wenig sagen zu dürfen. Ich bin Gabriela, ich freue mich sehr, dass solche Briefe und Berichte mich erreichen und dass ich hier diese teilen darf, damit du und alle Betroffenen hier daraus für sich Erkenntnisse gewinnen können und aber vor allem auch Ermunterung. Ich bin Gabriela, wie gesagt, ich begleite Betroffene von Entwicklungstrauma, erfährst du bei mir alles Mögliche rundherum, von KPTBS und körperorientierte Traumabewältigung. Und ich glaube an euch, jeden Einzelnen, dass mit einigen Schritten und mit mehr Körpergewahrsein Richtung Linderung auf eurem Heilungsweg kommen könnt. Und jetzt freue ich mich auf euch und auf dich. Ja, ich würde diesen Bericht erstmal jetzt vorlesen, bevor ich etwas dazu sage. Danke für den Beitrag und an Oliver. Ich habe auch ein Entwicklungstrauma, was mich in eine schwere Lebenskrise geführt hatte. Ich habe sie überwunden, indem ich einen starken Willen entwickelt hatte, etwas aus meinem Leben zu machen. Dadurch konnte ich meine inneren Kritiker sehr lange im Zaum halten. Jedoch war meine Identität über ein logisches Konzept definiert, was ich heute erkannt habe, was meine emotionale Identität immer mehr unterdrückt hatte. 30 Jahre später war ich mit emotionalem Missbrauch konfrontiert, was ich über 8 Jahre nicht wahrhaben wollte. Meine inneren Kritiker wurden dadurch so stark, dass Logik und Verstand, der mein Leben als in Ordnung erklärt haben, in sich zusammengebrochen ist. Schwere somatische Beschwerden und ein Hörsturz waren die ersten Folgen, die nicht erklärt werden konnten. Nach über 2 Jahren Achterbahnfahrt hatte ich dann meinen Zusammenbruch, wo ich mich vor einem Scherbenhaufen meines Lebens wiederfand. Meine Frau hat eine völlige Entfremdung meiner Person erfahren, wo sie Gott sei Dank noch zu mir gehalten hat. Das hat mir Kraft gegeben und helfen zu lassen. 1 Jahr nach dem Zusammenbruch schaffe ich es langsam, meine Selbstregulation hinzubekommen und meine Einschränkungen in meine Persönlichkeit zu integrieren, die auch meine emotionale Seite wieder Teil von mir werden lassen soll. Ich weiß, dass dies noch ein langer Weg sein wird, um zu wirklichem Frieden mit mir zu kommen. Die inneren Kritiker sind stark und mindern mein Selbstwert, wenn ich nicht immer achtsam bleibe. Mich nervt es auch regelmäßig, mich immer so viel mit mir selbst zu beschäftigen, wenn dadurch meine Frau und andere liebe Menschen zu kurz kommen. Ganz herzlichen Dank, dass ich diesen Beitrag hier jetzt vorlesen durfte, denn ich habe ein paar Anmerkungen und Einladungen, recht herzlich, die glaube ich, dass dir bzw. Ihnen helfen können und auch vielleicht einigen, die hier zuhören. Was Sie hier beschrieben haben, ist eine sehr typische Form der Überlebensstrategie und sehr lange hochfunktional das Leben zu meistern. Auch ich gehörte dazu, hochfunktional sogar Karriere zu machen und ohne große Probleme wirklich jahrzehntelang für jeden da zu sein. Für jeden. Für meinen Mitarbeiter, für meine Familie, für Freunde, für deren Kinder, für meine Mutter, für alles. Für alles und jeden. Nur nicht für mich selbst. Und was du dabei beschreibst hier, dass dieses logische Konzept, was wir sehr gut verargumentiert haben,
warum wir vielleicht dies oder das tun, warum die Welt so oder so ist, warum ich dies oder das an Beruf vielleicht ausübe, warum ich so und so eine Frau heirate, warum ich vielleicht in so einer Wohnung oder Haus wohne, warum ich unbedingt in dieser Stadt wohnen möchte und nicht anderswo, warum ich solche oder jene Gewohnheiten und ja, sehr viele scheinsichere Leitplanken in mein Leben eingerichtet habe, warum dieses logische Konzept dann irgendwann zusammengebrochen ist. Genau das ist passiert, was ich ja auch in mehreren Videos, aber vor allem, warum Entwicklungstrauma erst im Erwachsenenalter ausbricht, beschrieben habe. Denn, wie du beschreibst, ist dir ein aktueller emotionaler Missbrauch passiert und das war der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, wie man das sagt, oder wie ich die Analogie von diesem Kochtopf, wo sozusagen dieser Druck und diese unbewusste Wahrnehmung als Umfeld dann irgendwann zum Kochen gekommen ist und nicht mehr ja, unter diesem Deckel gehalten werden konnte. Sprich, all das, was wir über das logische Konzept hinweg oder mit Hilfe dessen in unsere emotionale Welt unter diesem Deckel gehalten haben, konnte nicht mehr standhalten. Und dieser Dampf, was durch das Kochen dann ja in dem Kochtopf entstanden ist, hat dich dann zu diesem Zusammenbruch geführt. Wenn wir Entwicklungstrauma rechtzeitig behandeln und in Begleitung sind, was aber natürlich bei solchen logischen Konzepten äußerst selten ist, denn diese logischen Konzepte erklären uns alles als normal, als Normalität. Ich habe doch ein perfektes Leben, mir geht es gut, ich habe gar keine Schwierigkeiten und ist alles eigentlich Paletti. Das bedeutet, dass ich hier nicht in der Lage war und keine Möglichkeit hatte, früher in eine Begleitung mich zu begeben. Aber es hätte natürlich so einen Zusammenbruch, lässt sich vermeiden. Deshalb ist auch so wichtig, auch dein Bericht hier, weil vielleicht noch viele eine Erkenntnis gewinnen können, dass wenn sie das logische Konzept immer noch in sich tragen und aber merken, dass es bröckelt oder einige in einigen Videos oder an anderen Menschen, aber sich langsam wiedererkennen und sie wissen, dass sie Entwicklungstrauma erlebt haben und dass sie durchaus gewisse Symptomatiken auch schon entwickelt haben oder bis jetzt nur mit Überlebensstrategien sie durchgekommen sind, dass sie dann tatsächlich jetzt den Mut zusammennehmen und dass sie in eine körperorientierte Traumabegleitung sich begeben. Gleich weitergehend ist natürlich gar kein Wunder, dass diese 2 Jahre Achterbahn, was du beschrieben hast, noch dann da war. Denn mit der letzten Kraft versucht der Körper und das Nervensystem, das zu vermeiden. Aber das war zu viel. Das war zu viel und vielleicht war für dich auch noch nicht möglich, dass du ja, das erkannt hast, was eigentlich los ist. Und lange versuchen wir, insbesondere wenn wir sowieso schon, ich war jahrzehntelang dazu erzogen wurden, dass ich ja nicht gut genug bin, dass ich stark sein muss, dass ich leisten muss, dass ich dann versuche, obwohl ich merke, dass einiges nicht mehr richtig läuft, dass mein Körper Symptome, ja wie bei dir auch, Hörsturz und was war das? Genau, also somatische Beschwerden kamen, dass du all diese Dinge schon gespürt hast und natürlich auch innere Kritiker, also da kommt dann nochmals hoch, nicht wahr? Also du warst in einem akut getriggerten Zustand über anscheinend 2 Jahre hinweg und hast du noch das alles aufrechterhalten können. Wow! Aber glaube mir, dass dein Körper und Nervensystem darunter unglaublich natürlich leider gelitten haben. Denn wir versuchen zwar diese Überlebensstrategien
noch weiterhin auszuführen. Denn wir kennen diese und haben diese uns bis jetzt bewährt gezeigt, dass ich damit gelebt habe, dass ich durchgekommen bin, dass ich überlebt habe. Also wird ihr wohl auch noch weiterhin so funktionieren. Es ist aber leider nicht so, und wenn wir dann wirklich ein weiteres Trauma erleben, das kann Trauer sein, also ich habe eine Verlusterfahrung, es kann aber auch sein, dass ich ein weiteres Trauma habe, also was du gerade auch durchlebt hast, aktiv das, und auch wahrscheinlich nicht zufällig, dass du ausgerechnet einen emotionalen Missbrauch erneut erlebt hattest. Das macht natürlich alles intensiv und aktiv in unserem Körper und versucht sich zu wehren, anstelle sich vielleicht bewusst hinzuschauen und anders oder andere Bewältigungsstrategien zu suchen. Also eins ist natürlich klar, niemand ist schuld an sowas. Niemand. Niemand ist schuld an sowas, denn da funktionierte weiterhin genau das, womit wir jahrzehntelang sehr, sehr gut durchgekommen sind. Und das ist doch eigentlich überhaupt noch der Grund, dass wir heute da sind. Und das ist was Schönes. Genau. Ja, danach, was passierte? Du beschreibst, du warst vor einem Scherbenhaufen deines Lebens. Und was du erfahren hast und auch dein Umfeld, dass du in eine völlige Entfremdung abgerutscht bist. Eine Entfremdung, also eine Art von Depersonalisierung, kann auch eine Form der Dissoziation sein. Das ist es, wo wir das Empfinden haben, dass dieses Ich-Gefühl nicht mehr präsent ist. Ich erkenne mich nicht wieder, nicht wahr? Und ist gar kein Wunder, dass du das erlebt hast und höchstwahrscheinlich auch diesen Zusammenbruch nicht in der größten Heftigkeit erfahren zu müssen, hat dein Nervensystem gewisse, ich sag mal, dämpfende Strategien hier eingeworfen und angeworfen und ist wahrscheinlich das die eine Seite. Die zweite Seite von dieser Erfahrung ist aus meiner Sicht genau das, dass du plötzlich eigentlich ich wollte gerade sagen, keinen Fremden erfahren hast, aber du hast in der Tat jemand Fremdes erfahren. Also, warum? Weil du mit deiner emotionalen Welt und mit deinen emotionalen Muster und deinen Gefühlen und damit einhergehenden auch Sinneswahrnehmungen im Körper, du dich selbst nicht gekannt hast. Das bedeutet, dass dadurch, dass dieser Kartenhaus zusammengebrochen ist, das logische Konzept, plötzlich dein Inneres ist zum Vorschein gekommen. Genau das, was die ganze Zeit da war. Du warst schon immer da, nur dieses Konzept lag drüber. Und dadurch kommt jetzt genau das, was dich ausmacht, zum Vorschein. Und das kann sein, dass es eben befremdlich am Anfang für uns vorkommt. Ich habe das auch durchlebt. Aber das ist dann wirklich der Prozess, was jetzt gerade Jahrzehnten später beginnt, uns selbst kennenzulernen. Mich selbst zu erfahren. Mit alledem, was jetzt so auch in interpersonellen Bezug, also auch zu deiner Frau, mit anderen, vielleicht auch Angehörigen, Freunden, aber auch Kollegen plötzlich, nicht wahr, neu erlebst. Denn du erfährst dich selbst auch als erstmalig und neu und erlebst und tust kennenlernen. Und das ist ein langer Prozess. Schreibst du selbst, dass dieser Weg ein langer Weg sein wird, bis du wirklich Frieden mit mir schließen kannst. Ich glaube, dass das vielleicht etwas früher passieren kann und möglich ist, dass du mit dir Frieden schließen kannst, wenn du diesen Prozess annehmen kannst. Wenn du diesen Prozess, was jetzt gerade passiert,
dass du dich selbst kennenlernst und zulässt, dich selbst zu erfahren, dass du das so annimmst, dass ein natürlicher Prozess ist. Wenn das dir gelingt, gelingt dir auch, den Frieden mit dir selbst zu schließen. Da bin ich mir sicher. Und vielleicht meine letzte Anmerkung dazu und absolute Einladung, dass dein letzter Satz, das zeugt mir auch von recht viel Bedauern, vielleicht auch Reue oder auch gleichzeitig Wut. Ich lese es nochmal vor. Mich nervt es auch regelmäßig, mich immer wieder so viel mit mir selbst zu beschäftigen, wenn dadurch meine Frau und andere liebe Menschen zu kurz kommen. Wenn es uns nervt, uns mit uns selbst zu beschäftigen, das kann nicht gut ausgehen. Wenn du kurz innehältst und da rein spürst, dann wirst du das auch selbst gleich, glaube ich, wissen, warum. Wenn ich über mich selbst genervt bin, dass ich im Sinne Selbstfürsorge, also dass ich jetzt erstmalig mir selbst zuhöre, dass ich erstmalig authentisch bin und da steht's, vielleicht mit Neugierde, ist eine Einladung an dich. Lausche, wer ist denn dieser jemand in mir? Wenn das mich nervt, das ist ein Zustand, wo erstens etwas Überreguliertsein erzeugt, also im Nervensystem. Zweitens eine Art Selbstablehnung impliziert. Drittens eine Unterordnung impliziert. Ich bin weniger wichtig als meine Frau und andere. Diese 3 Dinge sind nicht hilfreich. Ganz ohne Bewertung. Das sind, glaube ich, viel mehr einfach die faktischen Konsequenzen dessen. Und vielleicht beobachtest du das auch bei dir selbst. Und ich würde vielleicht überlegen, ob diese 3 Dinge so sein müssen. Oder ob du diese 3 Dinge zum Schluss, die du beschrieben hast, verändern kannst. Also deine innere Haltung dazu verändern kannst. Denn dadurch wird eine Menge sich verändern. Du bist wichtig. Du bist nicht wichtiger als deine Frau oder andere, aber du bist genauso wichtig wie diese. Und wenn dein Heilungsprozess so und so viel Zeit benötigt, dann ist es so. Ohne Bewertung, ganz ohne Bewertung. Du hast das Recht zu existieren und deine Bedürfnisse, endlich deine emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Und diese sind in diesem Moment zu heilen. Und dieser Prozess braucht Zeit. Du hast jahrzehntelang das nicht machen können. Ja. Und damit du noch sehr lange leben kannst und auch für deine Frau in einem gesunden Zustand und in einem guten Zustand erhalten bleibst, auch für die lieben Menschen, ist jetzt das Allerwichtigste deine Heilung. Und genau dazu lade ich dich ein. Gib dir diese Zeit und ich lade auch natürlich dein Umfeld dazu ein, dass sie dir diese Zeit geben und dass du dich nie mehr zurückstellen musst und dass deine emotionalen Bedürfnisse ab jetzt immer auf eine gesunde Art und Weise erfüllt werden dürfen, damit du keine weitere somatische Folgen hast und dass du endlich das Zuhause in deinem Körper und in deinem Leben finden kannst. Das wünsche ich dir. Genau. Bin ganz gespannt, ob der Beitrag und diese ganz aufrichtige und ehrliche Bericht auch anderen etwas gebracht hat oder vielleicht etwas Ähnliches erfahren haben. Und ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, Gabriela. 'Cause it feels like home.